5 Kilogramm Nougat-Bits. Auf geht's in die 20.000 Kalorien-Challenge. Nougat-Bits, mein Bruder, bist du bereit? Wir gehen rein. Let's go. Leute, es ist mal wieder soweit. Wir gehen in die neueste Challenge rein, aber nicht immer alleine. Ich bin auch dabei. Wir sind heute bei uns zu Hause mit meinem Bruder The Genetic One. Ihr habt darauf lange gewartet. Ich weiß es. Gehen wir heute an. 10.000 Kalorien Challenge für jeden. Insgesamt 20.000 Kalorien. Lukas, was haben wir hier? 5 Kilogramm Nougat-Bits. Alle Sorten, jeden Supermarkt abgefahren und eine Menge Kalorien. Geil, ne? Insgesamt sogar 25.000. Insgesamt wären das, wenn wir das aufkriegen, 25.000 Kalorien. Also wir haben für euch, ich sag mal, einen kleinen Nachschlag schon mal mit dabei. Und wir werden vielleicht auch den ein oder anderen Supermarkt hops nehmen, beziehungsweise Marke. Denn du hast hier ganz schön mal abgepackt noch, damit wir auch, ich sag mal, so viele wie möglich testen. Zum Beispiel von Netto die Nougat-Bits, oder? Genau, wir haben alles dabei. Rewe, Aldi, Norma. Ja, das heißt, die werden wir probieren und natürlich in meinem Format die 10.000 Kalorien-Challenge angehen, denn ich habe jetzt schon die 7, 8, 9.000 einmal geschafft. 7.000 Kalorien, jeder von uns. 8.000 McDonald's Kalorien-Challenge. 9.000 Kalorien, die wir uns vor uns nehmen. Ich wünsche uns allen viel Spaß, guten Hunger vor allem. Let's go. Mit dir werde ich jetzt die 10.000 versuchen. Du versuchst mal so viel wie geht, also auch die 10.000 Kalorien vorzunehmen. Und damit wir insgesamt 20.000 schaffen. Und damit würde ich sagen, worauf warten wir noch? Lasst uns das Nougat-Bits-Spektakel mit ordentlich Milch. Wir gehen rein. Reingehen und testen. Ich würde sagen, let's go, mein Let's Lieber. go. Let's go. Lukas, es ist angerichtet. Ja. Und es kann endlich losgehen. Ich bin noch ein bisschen voll von der Pasta-Challenge heute Morgen. Das Video könnt ihr übrigens morgen schauen. Das kommt morgen auf unserem Zweitkanal Big Camp TV. Eine geile Pasta-Challenge, die größte Europas in Belgien. Aber jetzt ist Nougat-Bits angesagt. Und damit, ich sag mal, kann man es süß bezeichnen? Ja, ne? Das ist sowas von süß. Ich habe gesagt, ich habe ja auch das letzte Mal erst gegessen oder wieder gegessen. Als Kind jeden Tag. Ja. Ne? Wie man es ja so macht als Kind. Ne? Für die Gains wie Fruchtzwerge. Aber jetzt, glaube ich, bestimmt schon 15, 16 Jahre nicht mehr. Ne? Ich auch schon so 15, 16 Stunden nicht mehr. Ich habe gehört, aus Social Media heißt der Begriff, man ist nicht mehr natural, wenn man das isst. Man ist nicht mehr natural, wenn man Nougat-Bits isst, weil die so crazy direkt in die Muskeln gehen. Okay, das heißt also für alle, die mich sowieso schon wie ein Alien gehalten Die haben. Studie blenden wir hier ein. Bin ich spätestens jetzt sowieso dann nicht mehr, ich sag mal natural. Aber du hast auch was Passendes vorbereitet. Die Waage, mal kurz zur Erklärung, ist so, dass wir immer so um die 100 Gramm, wir werden es abwiegen, Genau, stellen wir hier drauf dann. Genau, stellen wir drauf, machen wir dann immer auf, ich sag mal 0 und dann machen wir 100 Gramm Nougat-Bits ein, denn 100 Gramm Nougat-Bits haben wie viel? Sind ungefähr 450 Kalorien nur durch die Nougat-Bits und heute zählen wir tatsächlich auch nur die Kalorien der Nougat-Bits. Ja. Alles, was an Milch reinkommt, ist Add-on, aber zählt nicht. Wie machen wir das denn nachher, dass wir wissen, wer wie viel Gramm und so hat oder wie wir auf die Kalorien kommen? Oder müssen wir uns das aufschreiben? Ja, wir schreiben uns das einfach auf. Also das kann ich machen, ich habe hier noch ein Handy, dann trage ich das mal ein. Ja, okay. Ja. Dann machen wir das so. Ja. Dann machen wir das so, ne? Er trägt das auf seinem Handy ein. Für YouTube habt ihr natürlich dann oben gleich den Kalorientracker. Ne? Und er trägt das jetzt hier für die Livestreams und für die anderen Videos so lang ein. Und dann, würde ich sagen, machen wir mal 100 Gramm. Flüssigkalorien zählen nicht. Ja, ne? Flüssigkalorien zählen nicht, wollen wir schon mal sagen. Hier, Ter. Genau. 0. Okay, jetzt gucken wir mal, wie viel. Wollen wir nicht erst testen? Können wir auch so. Ja, du hast ja auch hier Tasting, ne? Ja. Ich sag dir jetzt mal die erste, was ist, vielleicht errätst du ja bei den anderen gleich welche. Ja, dann machen wir das bei den anderen. Wir haben Kaufi. Okay. Das ist Kaufland? Kaufland. Kaufland. Ja. Dann tu mal rein. Also es könnten schon fast 100 Gramm sein, oder? Sollen wir nicht dann 50-50? Dann ist es einfacher. Ja, bei dem Probieren schon und dann gehen wir gleich auf 100. Dann machen wir 50. Warte, ich gebe dir einfach was rein und dann gucke ich. Ja. Warte. Ja, so passt schon, komm. Aufs Gramm kommt es nicht an. Ja, für die Hater, was denn? 52? Das sieht natürlich jetzt ein bisschen traurig aus, aber wir haben jetzt nicht im Vorhinein so viele abgefüllt. So, dann wir müssen natürlich erstmal in den Genuss reinstarten. Gleich, wenn wir sowieso in der Masse essen, können wir auch Mandelmilch nehmen. Ja. Aber am liebsten nehme ich meine Nougat-Bits mit 1,5 fetthaltiger. Ich dachte, wir probieren die erstmal pur. Mit pur können wir auch. Aber es ist halt trocken. Dann würde ich sagen, wir schauen einfach mal, wie lange wir rauchen. Auf geht's in die 20.000 Kalorien-Challenge. Jeder von uns 10.000. Nougat-Bits, mein Bruder, bist du bereit? Wir gehen rein. Let's go. Könnt ihr mal reinschreiben, wie lange brauchen wir für den Kanister? Ja, also wenn wir das schaffen, wäre crazy. Wenn man ein richtiger Golem ist, dann löffelt man noch nicht, man nimmt sich... Welche Milch hast du jetzt genommen? Dann probiere ich auch mal die beide Milch. Das wird viel zu viel Milch. Oh Gott, ich glaube auch, ey, das wird von dem... Ich habe schon mal 3 Liter Milch hier. Mal schauen, ob wir mit den 3 Liter auskommen. Boah. Trag in dein Handy schon mal 50 Gramm an. 5 Gramm, machen wir. Vergessen wir das. Machen wir. Also, meine Lieben, 10.000 Kalorien.
Nougat Challenge. Wir tragen das Handy ein und wiegen ab, wie viel jeder schon mal hatte. Hier sind schon mal bei jedem jetzt 50 Gramm drin. Und dann schauen wir mal, wie viel wir schaffen. Flüssigkalorien, die Milch zählt nicht. Schmeckt geil. Schmeckt geil? Ach, so geil. Geil, ne? Aber weißt du, was schon krass, so, ne? Der Unterschied, also ich liebe es ja sogar noch mehr, wenn die so ein bisschen eingeweicht so eine Minute, 2 Ja, sind. genau. Und du schmeckst aber jetzt schon den Unterschied und nur ein bisschen Milch. Oh ja. Mein Perfect Bite ist bei Nougat jetzt auch eigentlich so, dass du richtig viel Milch im Mund hast und nur so ein paar Dinger drin. Aber das würde mir Einfach jetzt diese zum Verhängnis. Nougat-Milch, ne? Ja. Aber das wird mir jetzt hier zum Verhängnis, Also. weil dann werde ich 5 Liter Milch trinken. Damit haben wir die ersten 50 Gramm durch. Kommen zu den zweiten. Du bist ja ein Nougat-Bits-Fan. Meinst du, du schaffst es zu erraten, welche ich hier habe? Ja, also ich habe jetzt wirklich nicht geguckt. Ich nehme die mal. Ich tue wieder 50 Gramm rein. Also du kannst eigentlich gucken, warte, ich nehme nur den Deckel ab und verstecke den mal unter der anderen. Weil wir haben hier 7 verschiedene. Und ich bin mal gespannt, welcher am besten schmeckt. Und könnt ihr auch mal reinschreiben, welche euch am besten schmeckt. Also ich gehe ja mit den Ja von Rewe, die finde ich am geilsten. Okay, du kannst gucken, weil ich habe den Deckel weggetan. Dann tue ich dir mal wieder 50 Gramm rein. Ich gucke diese Nougat-Bits an und ich behaupte, ich kann die schon an der Konsistenz und Kannst an dem nehmen? äußeren Erscheinungsbild erkennen, welches es ist. Ja? Ja, safe. Trocken erkennen oder mit Milch erkennen? Ich mache jetzt erstmal trocken, ne? Also wenn es jetzt hier nur darum geht, ich nehme mir 2 Stück im Mund. Ja, ich weiß, welche es sind. Soll ich dir was ehrlich sagen? Mir schmecken die besser schon als vorher. Ja? Ja. Ja, okay. Welche sind es denn, wenn du weißt? Ich sage jetzt, allein weil die so pulverig sind, es gibt eine Sorte, die ist so ein bisschen pulveriger von außen, also die haben mehr Krümel dran. Ich sage, es sind auf jeden Fall die von Lidl. Boah, krass, Alter. SR hat recht. Ja? Ja, wirklich die von Lidl. Oh, Junge. Die ersten waren von Kaufi Muss ich mir Sorgen machen? und die zweiten sind von Lidl. Wie krass ist das? Ey, das hätte ich nicht gedacht. Also Leute, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Könnt ihr erkennen, welche Nougat-Pizza das ist? Für mich sehen die alle gleich aus. Vor allem, du hast hier ja auch, hier sind alle gemischt drin, ne? Ja, da sind Für alle mich sieht gemischt das alles gleich aus. Aber Wahnsinn. Dann ist für mich schon so eine Wetten-Das-Challenge. Ja, oh ja, safe, da kannst du echt hingehen. Mit. Und das, was wir gerade hier tun, das ist mein feuchter Traum. Geil. Freut mich. Ohne Witz, ich habe da so oft von geträumt in der Wettkampfdiät, dass ich einfach so viel Nougat-Bits essen kann, wie ich will. Freut mich, dass ich dich glücklich machen kann. Ja, schön, oder? Freut mich, dass wir ihn glücklich machen können. Ja, sind wir extra zu uns nach Hause gefahren, haben uns so einen geilen Abend gemacht. Boah. 100 Gramm sind durch. Machen wir weiter. Die nächsten nämlich. Ich bin schon satt, wenn diese Probierdinger durch sind. Ich weiß, welche es sind und nicht. Hast du den Deckel schon weggetan? Ja, habe ich weggetan. Okay. Kannst gucken. Kannst nehmen. Wieder 50 Gramm. Also wir wiegen das immer alles ab, damit wir es hier eintragen können. Und so verlieren wir nicht den Überblick, wie viel wir schon gegessen haben und können dann auch zusammenrechnen, wie viel Kalorien Genau. wir haben. Ich sehe hier schon, die sind ein bisschen grobmaschiger. Die sehen auch ein bisschen aus, als wäre das Schmirgelpapier von außen. Das ist auch übrigens der Grund, warum, wenn man viele Nougat-Bits isst, man oben den Gaumen häufiger so offen hat, weil die immer daran schrammen. Also ich habe da immer so die erste Hautschicht ist Ich sag dir abgelegt. jetzt schon auch, die anderen vorher haben mir besser geschmeckt. Ja, echt? Ja. Ich behaupte, ich weiß wieder, welches sind, aber ich nehme mal erst eine Kostprobe. Ich traue mich jetzt noch keine Äußerung zu. Weißt du, welche sind? Die schmecken nougatiger. Ne? Irgendwie schmeckt mehr haselnussiger. Mir hat aber, wie du es vorhin bei den anderen erwähnt hast, diese Pulverbeschichtung bei den anderen besser gefallen. Ah, okay. Das gefällt mir tatsächlich nicht so mega. Das sind die Ja. Also von Rewe. Die ich eigentlich sehr geil finde. Von Rewe? Alter, willst du mich verarschen, Alter? Wir hatten Kaufi, wir hatten Lidl, auch wieder Rewe. Wahnsinn. Findet mir einen, der besser Nougat-Bits verkosten kann. Das ist krass, Alter. Du machst mir wirklich Angst, ey. 150 Gramm für jeden. Ja, Das heißt, wir sind schon bei 600 Kalorien ungefähr. 600 Kalorien, die wir schon drin haben. 10.000 pro Person. 10.000 pro Person brauchen wir. Das fühlt sich an wie ein kleiner Snack. Ah, mein Lieber, ich gehe in die nächsten rein. Ich tue den Deckel weg. Deine Schüssel drauf da, ab da. Give me, give me, give me. 50 Gramm, rein damit. Jawohl, nehme ich. Softer, muss man mal probieren. Gefällt mir an sich gut. Die Milch zählt tatsächlich nicht mit als Kalorien, die lassen wir raus. Nur Nougat-Bits. Kein Scheiß, ne? Schmecken gut, ne? Ich schwöre es dir. Ich weiß, welche das sind. Und sie waren als Kind meine Lieblings. Und statt jetzt sind sie auch noch meine Lieblings. Von den 4, die ich bisher hatte. Als Kind waren es meine Lieblings. I love it. Das ist für mich gerade Kindheitserinnerung pur. Boah, Halleluja. Jeden Tag als Kind gegessen. Aber kannst du erraten, was es ist?
Das kann nicht Rewe sein, das kann nicht Lidl sein und das kann nicht Kaufland sein. Dann haben wir noch Norma, Aldi, Netto. Norma muss noch einen haben, ne? Ich tendiere zwischen Netto und Aldi. Ich sage jetzt aber einfach, weil du safe ein Aldi-Mensch bist, ich sag, das sind die ja von Aldi. Das ist Aldi. Ja? 3 von 3, Alter. Ist das heftig. Und jetzt gib mir die nächste. Aber Aldi. jetzt muss Es ich war Aldi. eigentlich voll raten. Wahnsinn. Jetzt muss ich aber wirklich voll raten, weil... 3 sind noch da. Ja gut, du kannst aber nach Ausschlusskriterium schon mal gehen. Das ist schon mal ein Vorteil genau, für dich jetzt ist natürlich auch einfacher. Okay, eine Struktur, ich habe keine Ahnung. Ich sag jetzt was, damit ich wieder auf den Chat gucken kann. Ich sag einfach Norma. Norma? Ja. Die erste, was du falsch geraten hast. Scheiße. Ist tatsächlich von Netto gewesen. Okay. Ja, die schmecken aber auch ganz gut. Ja, dann hast du noch 2 vor dir. Hast du eingetragen, wie viele wir haben? Ja, ich habe wieder eingetragen. Perfekt. Da mache ich hier wieder rein. Yes. Willst du gucken oder sollen die Leute wieder Mach mal ein Ding noch. Ich probiere eins noch und dann wäre sowieso nur raten. Okay. Wir sind übrigens bei 250 Gramm. 250 Gramm, lass mich rechnen, das sind schon 1000 Kalorien. 1000 Kalorien haben wir schon. Ja, genau. Oh, das ging mal schnell jetzt. Das geht gut. Was ist denn noch im Rennen? Edeka und Norma, ne? Ich sag, weil die auch so grobmaschig sind von Edeka. Ist Edeka gewesen. Ist Edeka. Also, damit hast du, Die Bewerbung als ich sag mal, die letzte ist jetzt noch übrigens normal, hättest du auch gehabt. Nougat 6 von 8, glaube ich, richtig. 7 waren es, 6 von 7 richtig. Ja, das ist peinlich. Krass. Wir haben jetzt noch Norma hier, haben uns richtig leer, haben jetzt wie viel? 250 Gramm oder 300? Nee, 300 sind schon jetzt. Ne? 300 Gramm. Das heißt, Leute, wir werden es jetzt hier noch ein bisschen im Livestream gut gelassen. Natürlich schauen, dass wir ein bisschen vorankommen, euch gleich ein bisschen updaten. Und dann legen wir jetzt mal so richtig los. Ja, Ne? Und schauen können ja auch ein dass bisschen wir die quatschen. 10.000 Kalorien vollkommen. Let's go. Wenn wir das aufhaben, haben wir dann quasi fast einen so einen Karton, wie da hinten hängt, Krass, ne? gegessen. Sagen wir mal so, ich habe mir jetzt nicht vorgestellt, dass ich jetzt ja schon am Kämpfen bin. Ich muss das genießen. So, ich bin fertig. Nächsten 100 bei mir. Ja, 700 hast du jetzt. 700. Schon eingetragen? Oder Ja, jetzt noch? ja, genau. Jetzt kommt alles, was du über die 50 Gramm jetzt mehr isst, ist schon eine Packung. Gut. Dann mache ich die nächsten 100 drauf. Ja, dann bist du bei 800. Ey, das ist noch so viel, ne? Bis zu den 10.000. Ich trage das immer ein, wenn du fertig bist. Das ist immer, ja, dankeschön. Das ist immer so dieses mittlerweile. Ich meine, wie gesagt, jetzt mal abgesehen davon, dass ich ja morgen schon eine Challenge habe, aber wenn ich überlege, auf YouTube oder allgemein Leute, die ja, also jetzt auch no hate deswegen, ne? Also bei viele ist das ja ganz normal oder dann auch wirklich eine Challenge für die eine 24 oder in 10.000 Kalorien Challenge in 24 Stunden machen. Und ich mache das irgendwie als zweite Challenge am Tag, versuche das Ganze nur mit Nougat-Bits. Und ich komme dazu und bin jetzt schon gescheitert. Das sind ja die Leute so, wenn ich meine, ich gucke die Videos ja auch oder habe sie früher gern geschaut, heutzutage ja weniger einfach Zeit, aber die dann bei den 10.000 Kalorien Challenge noch die Macadamianüsse am Ende noch, damit sie die, weißt du, so am Ende noch... Ja, wenn nichts mehr geht, dann kommen die Macadamianüsse. Übrigens einer der kaloriendichtesten Sachen, die ihr essen könnt. Apropos Subway, auch immer geile Challenge möglich. Die hatte ich auch das ist schon 3 Jahre her oder so, hatte ich auch mal probiert. So viele Baguettes essen, wie man groß ist. Weißt du, nächstes daneben, quasi es sind ja 5 Stück, 5 mal 30 sind 1,80. 6 mal sind 1, ja, okay, 6 mal sind 1,80, genau. Ja, aber da bin ich bei 5,5 gescheitert. Ja, wäre für dich wahrscheinlich eher ein Zuckerschlecken, aber aktuell liegt mein Rekord bei 8. Ich habe schon 2 mitgemacht. Bei 8 Subs hast du Habe ich gegessen? zuletzt an Ostern dieses Jahr gemacht. 8 Stück. 8 Stück, Leute. Das ist wirklich, ich muss es immer wieder betonen und es flasht mich noch immer, wenn du das erzählst, obwohl wir uns jetzt schon länger kennen. Das ist eine unfassbare Menge. Ich muss mich immer an dieses eine Video erinnern, wo so ein Wissenschaftler mal einen Körper nachgestellt hat, beziehungsweise so einen Dummy hatte und so einen Ballon als Mageninhalt dargestellt hat. Und dann hat er einfach mal Mengen von Essen reingepumpt und wie das dann aussieht und wie die Organe eigentlich auch verdrängt werden müssten, wenn man so viel im Magen hat. Und das war erschreckend. Und ich weiß nicht, ob dir einfach ein Herz, eine Leber und alles andere fehlt, dass da so viel Platz ist. Dein ganzer Körper ist im Magen. Ich wollte gerade sagen, bevor es Organtransplantation und Mafia gab es schon mich. So hat man dann quasi als hier Nullpatient versucht, die Organe. Man hat ja alles entnommen. Man hat mir alles entnommen, bis auf den Magen hat man mir gelassen. Das kann nicht sein. Einer? 800. Du hast jetzt schon 800 gegessen. Ja.
800 Gramm. 3600 Kalorien. Ein Drittel knapp. Okay. Ein Drittel hast du schon. Also Leute, mal ein kurzes Update. Ich habe jetzt 800 Gramm Nougat-Bits in 45 Minuten gegessen, ne, mit ein bisschen Tasting und so. Wir haben gerade ausgerechnet, 450 Gramm hat ja 100 Gramm. Das heißt jetzt mal 8, weil ich 800 Gramm schon drin habe, sind wir bei 3600 Kalorien, die ich jetzt habe. Das heißt gerade mal etwas über ein Drittel. Und ich habe schon damit über eine Packung weg, ne, wenn man es so rechnet, weil 750 Gramm ist, glaube ich, eine Das Packung. ist so crazy. Wie sieht's bei dir aus? Stand, wo bist du? Ich bin schon richtig am Limit. Ja, aber wo bist du? Wie viel hast du denn? Ich bin 100 weniger. Ich habe jetzt quasi ein bisschen unter eine Packung gegessen, du ein bisschen über. Aber 700 hast du auch schon? Ja, 700. 700 hast du schon, okay. Ja gut, aber dann bist du ja auch schon bei diesen 3000 Kalorien, sag ich mal, ne? Ja. Knapp. Wie fühlst du dich? Geht so. Geht so, sagst du. Also an sich, die schmecken noch ganz gut, aber ich merke, dass das so eine richtige dickflüssige Masse in meinem Bauch ist. Also was Gemischt ich aus merke, viel ist, Milch. was, wie du es auch sagst, ihr könnt es mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich merke dadurch, dass die hart sind und rau, oben schon diese an dem Wund Ja, so ein bisschen wund ist. Mein Ne? Gaumen ist auch schon rund. Und was wir gerade gesagt haben, für euch in den Videos wichtig, wenn ihr Fett Support Like macht, machen wir einen Big Genetic Day und uns ist gerade schon die Idee gekommen, wir machen dann die 12.000 Kalorien Challenge, die bei mir auch irgendwann wieder ansteht. Vielleicht dann so, dass, oder eine 13.000-14.000er. Dass wir quasi so 21.000 Kalorien machen. Ne? Ich esse 14.000 Kalorien, er dann 7.000 und dann machen wir 21.000 Kalorien Sushi. Und dann würden wir die ganzen Tische voll machen und im Restaurant mit den gleichen Sushis, nur dass ich dann doppelt so viel habe. Ich versuche die 14.000er, er 7.000 Kalorien mit Sushi. Wenn ihr das wollt, liken, kommentieren, supporten und dann gibt's das. Und ihr seht, wir machen fleißig weiter. Auf zu dem nächsten Drittel, zur Hälfte. Auf jeden Fall die nächsten 1.000 Kalorien mit Nougat-Bits voll machen. Mit Spaß. Du hast jetzt 1400, Ja. so, aber 2 Pakete wären Okay, dann ja mache ich jetzt mal 200. 1500. Dann mache ich jetzt mal 200. Ja. Das ist so krass. Wenn ich die jetzt habe, dann bin ich bei 2 Pakete. Also du hast jetzt quasi 2 so volle Pakete gegessen. Das bedeutet 750 mal 750, also wirklich 1500, also wenn du das aufhast, 1500 Gramm. Ja. Dann sind wir bei ungefähr 7000 Kalorien, ne? Doch schon. Wenn wir jetzt die flüssigen Kalorien mitrechnen würden, dann wäre es schon safe bei 8000 danach. Ja, meinst du die Kalorien schon? Ja, ja. Ah, krass. Also allein ich habe zu den, das müsst ihr euch mal wegtun, ich glaube, du isst ein bisschen weniger Milch, aber trotzdem, das summiert sich halt. Ich habe zu den 800 Gramm Nougat-Bits, habe ich schon die halb leer, die ganz leer und hier war eben noch eine Proteinmilch, die Ja, ist die hab auch ich hier schon, bei mir stehen. die ist auch noch gut angebrochen, also bestimmt 1,5 Liter Milch. So fühlt sich das auch an. Hier ist die Kiste, da waren 5 Kilogramm Nougat-Bits drin. Jetzt kann ich das natürlich nicht wiegen, weil die Kiste ja auch was wiegt. Das haben wir vorher nicht gewogen. Aber die Hälfte ist schon gut raus. Wir haben da aber auch zu zweit dran gegessen. Guckt euch das an, wie viel das ist. So, stell ich mal hier hin. Alle Pakete, die da hängen, sind hier drin gewesen. Und ihr wisst ja, wie schwer und wie groß so ein Paket schon ist mit Nougat-Bits. Wir sind mindestens Brüder am Geiste. Ja. Hast du die leer gemacht? Ja. 1500. Also genau 1500? 2 Pakete. 2 Pakete, das heißt, wie viel Kalorien? 6750 Oh, da ist immer noch viel. Also Leute, ich habe jetzt 1500 Gramm Nougat-Bits. Das heißt, wir haben jetzt genau 2 Packungen. Deswegen habe ich die letzten mit 200 voll gemacht. Wir haben ausgerechnet, das sind jetzt ohne Milch 6750 Kalorien. Das heißt, ich habe jetzt 2 Drittel geschafft und muss noch eine ganze Packung Nougat-Bits gefühlt essen für, ich sag mal, die 10.000 Kalorien. Ja, ich glaube, ich werde auch mit den 200 Gramm jetzt weitermachen. Das ging jetzt ein bisschen besser. Da muss ich nicht ewig nachfüllen. Und ja, wie gesagt, denke mal, ich werde jetzt 200, ja, vielleicht auf 200, 400, 600 und dann nochmal 750 geben für die dritte Packung. Und ich glaube, dann komme ich schon den 10.000 nahe. Also ihr seht, es geht voran, aber es wird immer anstrengender. Bei wie viel bist du hängen geblieben aktuell? Also du hast ein bisschen weniger, aber wofür bist du? Wir brauchen eigentlich kein Update bei mir machen. Ich bin noch immer bei 800. Du bist noch bei 800. Aber ich habe die Packung geschafft. Das hatte ich mir vorgenommen. Und da kann ich mir immerhin mal auf die Schulter klopfen. Wollte ich gerade sagen. Auf jeden Fall macht Spaß im Livestream, könnt ihr mal wieder mit Ja, ist dabei geil. sein. Ne? Das ist, wie gesagt, schreibt auch gerne, was euch hier am meisten Spaß macht, beziehungsweise welche Challenge ihr als nächstes sehen sollt. Ich mache mir die nächsten 200 Gramm von den Gemischten hier weiter voll und dementsprechend lassen wir uns weiter gut gehen. Während Luca schon verschwindet und im Hintergrund, keine Ahnung, sich vielleicht neue Nougat-Bits holt. Oh, boah, schaut mal hier, Punktlandung, 200 Gramm. So sieht's aus. Also, weiter geht's.
Also fast 2 Kilogramm Nougat-Bits. Das hört sich jetzt, es ist schon, klar, hört sich schon viel an, aber es ist wirklich unmenschlich viel. Also ich habe jetzt auch einen Anteil daraus gegessen, aber die war komplett voll. Und jetzt ist die nur noch zur Hälfte voll. Seht ihr das auch? Am Rand ist schon so voll geölt. Also man sieht auch, dass die nicht gerade unfettig sind, die Dinger. Ziemlich ölig. Ne? Merkt man auch. Ja. Also, jetzt brauchst du nicht, weil du hast ja gerade. Aber machen wir die nächsten 200 voll. Schönen Nachtisch, ey. Nach so einer Ladung Zucker und Fett dann einfach nochmal. So, wir sind bei 2,1 Kilogramm Das heißt, wie viel haben wir jetzt? Nougat-Bits. Ich rechne an Kalorien aus. Einen Moment. Genau. Oh, Also, letzte Portion. das ist die letzte Portion. Ja. Leute, wir sind jetzt bei 1 Stunde 42. Ich habe 2100 Gramm jetzt. Und wir sind dann dementsprechend bei 450 Gramm pro 100 bei 9450 Kalorien. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal 100 Gramm nehme, sind wir bei 9,9. 9,9 und dann 9,9. rundest du damit ab. Und dann haben wir gesagt, mache ich 150, Ja. weil dann sind wir auf jeden Fall Ja, safe. ja. Ne? Und dann Mach ich kriegst du noch eine 150 wunderschöne jetzt rein. Nachspeise. Ach, mache ich meine letzte 150er, weil damit sind dann die 10.000 Kalorien voll. Mache ich die jetzt noch mit, ich sag mal, ein paar 100 Gramm. Wisst ihr was, machen wir jetzt ein YouTube-Video zusammen. Guck mal, uns also wurde zum sogar noch Abschluss. was geliefert im Hintergrund. Was wurde denn Du kannst geliefert? sogar noch Haselnusscreme drauf machen. Okay, dann wisst ihr was, wir machen jetzt zusammen die letzten 150 Gramm hier mal einmal komplett voll. Du bist weil so dann kriegt eine das auch Maschine. komplett mit. So, dann machen wir 150 Gramm Nougat-Bits, weil dann haben wir wirklich auch die 10.000 Kalorien nur mit Nougat-Bits voll, was ich sag mal die Challenge war. Und um dann nur mal sicher zu gehen, ich sag mal, wenn die Milch eigentlich schon dazu zählt, die mal weggelassen, wäre es sowieso schon drüber. Dann haben wir sowieso schon, 150 genau. Machen wir eine Banane rein. Was hat so eine Banane? Das musst du doch Eine wissen. Banane hat so 80, 90 Kalorien. Ja, Das ist interessant. es muss ja schmecken. Ich richte das hier jetzt wie so ein Frühstücks, als ob ich jetzt anfange zu frühstücken, mache ich. Als ob ich jetzt hier so anfange zu frühstücken. Und jetzt machst du das noch da rein? Jetzt mache ich noch, klar, noch die Milch. in die Milch? Ja, Junge, natürlich. Okay, crazy. Crazy, Frühstück Das ist wirklich pur Cashewmus und hier hättest du noch so Haselnusscreme-Verschnitt. Boah. Jetzt kommt das Dessert. Boah, Junge. Hier, ne, machen wir hier noch schön bisschen Cashewbutter oben drüber. Das Dessert ist einfach mein Tagesbedarf an Kalorien. Ich fange an nach 10.000 Kalorien. Ein paar 10 Grammchen machen wir noch hier von der Cashewbutter drauf. Schön auf eine Banane. Jetzt kommt es für die Feinschmecker raus. Wer kennt es nicht, nach 10.000 Kalorien, was für die Feinschmecker. So. Für die Er sagt für die Feinschmecker und es ist einfach ein Kilo Nougat-Witz mit einer Banane und so. Und was Einfach- haben wir hier jetzt noch? Hier haben wir noch irgendeinen Haselnusscreme. Soll ich das gleiche nehmen oder soll ich ein anderes Messer Ja, nehmen? nimm ruhig. Alles Ja? gut. Ja, nimm ruhig. Ist ja nur Cashewmus. Also wie so eine Art Nutella, sage ich mal. Ja. Von 20 Gramm, was denn? 245. Sind wir jetzt bei 30 Gramm. Was hat so 100 Gramm? 581 Kalorien. Dann sind wir bei 200. Sind wir bei 200 Kalorien. 300 Dann Kalorien. sind das jetzt nochmal zusätzlich 300, 400 Kalorien. Dann sind wir mit den 10.000 safe. Also zumindest was das reine Essen angeht, ohne jetzt die Milch. Und dann kann ich euch sagen, ob das schmeckt oder nicht. So ein schönes Dessert. Wer kennt's nicht? Wenn es einen von euch gibt, der das Dessert schon mal gegessen hat in dieser Form. Und dann machen wir, Leute, hier ganz am Ende nochmal schön die Milch drüber. Über den Foodporn. geilen Nachtisch, Foodporn, nach 10.000 Kalorien. Nochmal eine 1000 Kalorien Bowl. Eine Bowl. Eine Bowl ist aber auch sehr nett ausgedrückt. Ja, für eine das, kleine was es Bowl, ne? Kleines Dessert. Und gehen rein, ich sag mal wirklich offiziell auch in die letzten 10.000 Kalorien Nougat-Bits. Aber diesmal mit einem kleinen Punch. Probier das Ganze mal. ist. Genieß. Am besten so schön mal eine Kelle mit Banane nehmen. Ja, weil, boah. Ja. Boah. Das ist gerade Geschmacksexplosion. Oh, Halleluja. Er hat noch keine Cashew. Wie du das noch enjoyen kannst zu der Zeit. Ich finde, das Cashew ist ja jetzt relativ neutral. Ist doch schön eigentlich mal, oder? Ist nicht ganz so übersüßt ist. Ah, herrlich. Ich habe immer wieder Spaß mit dir, weißt du? Einfach beim Zuschauen. Die letzte Schüssel, auch fast leer. Die sehr experimentelle letzte Nougat-Challenge mit Cashewnüsse bzw. Cashewcreme.
ein bisschen, ich sag mal, Nuss-Nougat-Creme und einer Banane. Und damit seht das, sind die letzten Nougat-Bits. Die 10.000 Kalorien plus geschafft. Also, die nächste Challenge ist die 11.000er. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr euch vorstellt, was vielleicht meine nächste 11.000er ist. Und welche Kalorien-Challenge oder welche wir mal als nächstes zusammen machen sollen. Wie gesagt, an sich ist ja Sushi jetzt mal ganz im Kurs. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ich hatte wieder Spaß beim Zuschauen und auch in den ersten 20 Minuten Spaß beim Essen. Wie viel hast du jetzt denn geschaut? Du warst jetzt bei 800. 800 Gramm, ein bisschen mehr als eine Packung. Du hast über 3 Packungen gegessen. 3 Packungen gegessen, insgesamt jetzt 10.000 Kalorien, nur Nougat-Bits. Boah, ich muss euch ehrlicherweise sagen, ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist, weil der Geschmack, ich sag mal jetzt wirklich bei den letzten, ja, sag ich mal 400-500 Gramm dann doch sehr eintönig wurde. Du hast halt eigentlich nur eine Zutat, ne? Genau, nur das ist halt der Unterschied. Ne? Ja, ich freue mich schon auf die nächste Sache, Lukas. Schön, dass du teilgenommen hast in meinem Gebiet. Danke für die Nougat-Bits-Einladung. Ja, wie gesagt, von mir bleibe ich auch dabei, wie ich es am Anfang gesagt habe, die von Aldi nachher haben wir gut gemischt, haben mir am besten geschmeckt. Ja. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da Unterschiede schmeckt oder nicht und welche Nougat-Bits, ich sag mal, ihr von Fan seid. Ansonsten haben wir damit in etwas unter 2 Stunden die 10.000 Kalorien Challenge geschafft. 11.000 stehen als nächstes an. Ich lose jetzt noch einen von euch aus im Stream, der mit mir auf Big M TV, unserem Zweitkanal, die nächste Beat Big M Folge machen kann. Preis plus 600 Euro. Vielleicht ist es einer von euch geworden. Wer nicht, dann im nächsten Livestream dabei sein. Ihr könnt ihr mitmachen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lukas, wir sagen euch allen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao, ciao.